von dieser Stelle aus nochmal schöne Grüße an den Kollegen, der mich dort haha. Good morning, Lovelies. Oh, ich glaube, ich habe in letzter Zeit ein paar zu viel Pokémon Go Videos gesehen. Aber wenn ihr das seht, habe ich zumindest entschieden, dass nicht genug Nachbarn hier knatternd mit dem Moped vorbeigefahren sind und man das doch einigermaßen akustisch versteht. Denn ich sitze hier bei mir auf dem Balkon, habe mir schon mal das neue Buch aus dem Miniatur Wunderland zurechtgelegt. Da schaue ich jetzt gleich mal ein bisschen rein. Aber mein Bruder war da am Wochenende. Wir hatten einen gemeinsamen Termin in Köln. Von dieser Stelle schöne Grüße an den Kollegen, dessen Name mir leider nicht bekannt ist, der mich aber trotz Dauermaske dort erkannt hat. Wie so häufig, wenn mein Bruder aus dem fernen Franken tief in den Westen kommt, bringt er eine Tüte mit. Das sind Vorbestellungen drin, die ich das Jahr über getätigt habe. Und so war es auch dieses Mal und in die Tüte schauen wir jetzt mal ein bisschen rein. Es geht los hier mit 2 Keulwagen von Rocco. Spiegel leider ein bisschen. Ich versuche das so gut wie möglich hier zu halten, damit ihr erkennen könnt, was drin ist. Das ist ein Doppelset. Es kommt direkt so aus Österreich. Ich nehme jetzt mal einen von den beiden raus. Ja, ist mit dem Licht nicht ganz ideal hier. Ja, also ganz normale Keulwagen. In dem Fall von Rocco. Schöner Planwurf hier drauf. Fahren für Ermeva. Und haben kaum Anbauteile. Also ein bisschen was ist drin. Klar, ich meine, sonst wäre es kein Rocco-Modell. Beschränkt sich aber tatsächlich auf ein kleines Tütchen mit ganz wenigen Teilen. Und auch das zweite Modell ist von Rocco. Das ist jetzt hier ein Vollbausatz. Der Tragwagen, ich hatte das ja vorgestellt in dem eigenen Video, wie man den komplett zurüstet, mit einem pinken One-Container drauf, womit wir zur kleineren Marke von Rocco kommen, zu Fleischmann. Da ist in der Tüte gewesen einmal ein Taschenwagen mit Vetron-Auflieger und dann habe ich hier noch ein paar Gasdruck-Kesselwagen. Ja, einen Grau mit Ölen, Anschrift, einen Weiß für die SIT. Und auch hier ein Doppelpack. In dem Fall DSM Holland. Gerade mal einen Schluck aus der Tasse genommen. Gibt nichts Schlimmeres als kalten Kaffee, nämlich gar keinen Kaffee. Aber kalter Kaffee kommt kurz danach. Und dann haben wir hier noch von Trix. Die Spiegel diesmal auch nicht, weil das ist eine Pappschachtel. Wie immer erkennt man aber von oben nichts bei Trix. Deshalb mal hier auf die Seite gelugt. Und da sehen wir, da ist eine G2000 BB drin. Pappschuber ab und jetzt spiegelt es natürlich. Deshalb nehmen wir die mal raus. Haben wir ein Tütchen mit Zurüstteilen wieder. Aber auch das überschaubar und eher für Vitrinenmodell Bedarf gedacht. Ja, hier Powerradfahrer. Und da ist sie, Hector Rail, bin ja großer Fan der Hector Rail. Dann machen wir hier noch den Schutz für die Griffstangen raus. Ich habe auch schon einen Teil verloren. Sehr gut gelaufen.
Auf dem Dach ist sie leicht gealtert, also das ist jetzt hier nicht irgendwie schäbiger Druck vom Hector-Rail-Zeichen, sondern das ist tatsächlich eine leichte Alterung. Und hier seht ihr, liegt das Teil, das gerade schon abgefallen ist beim aus der Packung nehmen. Das kriegen wir auch problemlos wieder dran. Das Modell hat natürlich, wie bei Trix üblich, die Kupplungen von Märklin verbaut. Und wie bei Märklin üblich Zwangssound, wie das die Kollegen nennen, die nicht mit Sound fahren. Mir ist das relativ egal, ich kaufe relativ viel Soundlogs, von daher ist das vollkommen in Ordnung. Ob der was taugt, müssen wir uns in einem gesonderten Video mal anschauen. Viele sind ja mit den Märklin Sounds nicht so zufrieden. Ich habe jetzt tatsächlich noch nicht so viele Trix-Logs. Ich habe die Class 66 von der Rollerdrum Rail Feeding, die hattet ihr schon gesehen, und ich habe jetzt hier die G2000 BB Leone. Ich halte es gerade noch mal in die Kamera. Und da werden wir uns den Sound mal anhören bei Gelegenheit und werden das Modell natürlich auch gegen das vorhandene, das ich schon habe, von der G2000 von B-Models vergleichen. Wobei ich da ja, das war aber die Morricone und nicht die Leone, mit den Drucken nicht so total happy war. Hier sieht das alles super aus. Aber das werden wir uns dann im Detail noch anschauen.